Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen in den Freitag. Das heißt, wir haben Wochenende. Bei den manchen schon früher, bei den manchen noch nicht, aber ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Heute machen wir weiter mit Judgment. Ich habe jetzt schon bei Sinking City den nächsten Nebenfall aufgenommen. Den werde ich dann später auf YouTube hochladen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und wir waren gestern bei dem Fall gewesen bei Detektiv Judgment. Ähm, Ist wieder ein neuer Fall aufgetreten. Diese Maya Flu, die wird ja auf jeden Fall noch gute Hilfe sein. Und mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ich werde mal hier reingehen und schauen das mal gemeinsam an, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß nur, wir haben auf jeden Fall das abgekartete Spiel geschafft. Jetzt sind wir zum nächsten Fall gegangen. Boah, ich bin heute echt so vergesslich. Ich bin noch gar nicht ganz da heute. Komisch geschlafen und so. Aber das kriegen wir schon hin. 2 Balken, das dürfte hoffentlich reichen. So, dann schauen wir mal. Ich habe auch eine Abstimmung bei Instagram. Und zwar Sonntag wegen Streaming. Entweder Detroit oder Alan Wake. Könnt ihr gerne abstimmen. Kann man hier auch eine Abstimmung machen? Ich glaube, das kann man hier nicht machen. Doch. Ich glaube, die Umfrage bringt nichts. Nee. So Kapitel. Gut, dann starten wir mal das Spiel. Fortsetzung. Ah, im Rampenlicht waren wir, genau, im Rampenlicht. Dieser Ori oder die heißt, die sollte sich ja an den Informationen dran machen. Deswegen hat sie sich dann auch als Hostess beworben, um mehr Informationen herauszubekommen. Ich würde sagen, wir starten auch mal. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Mal gucken. Riecht mega. Von Teekanne gibt es jetzt einen neuen Eistee. Nicht neuen Eistee, aber der ist so mega lecker. Ohne Zucker, ohne Kalorien. 100% natürlich.
Sehr ungesüßt, aber ist, glaube ich, besser. Weniger Zucker. Untersuche Yakumaru Luan. Was ist das? Hier oder was? Schauen wir mal. Oh. Jetzt werd bloß nicht frech. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen Respekt zeigst? Respekt? Dafür, dass ihr mich abzocken wollt? Ich zeige euch Respekt, wenn ihr euer Schulden begleicht. Wie wäre das? Glaubst du, die Kain-Gang hat dir irgendwelche wohltätigen Spenden zu verteilen? Schon wie diese Spinner von Kain-Gang. Die machen echt überall Probleme, oder? Naja, ich sollte mich besser nicht in die Sache reinziehen lassen. Aber ich muss es ja machen. Ich muss mich ja einmischen, leider. Ich kann es nicht einfach ignorieren. Ich muss mich einmischen. Hey! Oh, du bist... Was machst du denn hier? Hey. Ihr zahlt nicht nur eure Schulden nicht zurück, ihr wollt euch noch in euren Gläubiger angreifen? Ihr seid echt das Letzte. Oh, tut dir der Typ etwa leid? Wie wäre es, wenn ich dann dich statt ihm bestrafe? Na los, auf in den Kampf. Zeigen wir, wer der Chef ist. Ach, ja. Bist du in Ordnung? Ja, dank dir. Ich vermute, du kennst diese Penner bereits. Das könnte man sagen. Sie mögen mich aus verschiedenen Gründen nicht besonders. Das klingt irgendwie unschön. Seht ihr, ich wusste doch, dass ihr das Geld habt. Also, dann mal her damit. Aha. Hoffentlich erstickst du daran, du. Punkt, Punkt, Punkt. So, das wäre erledigt. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht richtig vorgestellt, oder? Das ist Yagami. Nein, ich bin Yakayo Yagami. Ich arbeite als Detektiv in Kamurocho. Ein Detektiv? Interessant. Ich bin Kosufumi Kamaguchi, der Chef von Turtle Financing. Mein Büro ist hier in diesem Gebäude im 2. Stock. Kurz gesagt, ich bin Schuldeneintreiber. Plus 50, okay. Und du wolltest ausgerechnet bei der Kain-Gang Schulden eintreiben. Ja, hätte wissen müssen, dass sie nicht zahlen wollen. Ist auch nicht das erste Mal, dass sie mich angegriffen haben. Dreckige Punkt, Punkt, Punkt. Die glauben auch, sie können machen, was sie wollen. Echt unmöglich. Ja, die sind mindestens genauso lästig wie die Yakuza. Du solltest wissen, dass dieser Trottel nicht die einzige waren, denen ich Geld geliehen habe. Ich habe auch mit einigen ihrer Anführer Geschäfte gemacht. Anführer? Und mit wem genau? Kender Kansai und Renny Honda. Sie schulden mir 800.000 Yen, jeder von ihnen. Heftig. Moment, du hast denen Geld geliehen, Mann? Du sollst echt nicht so leichtgläubig sein. Ach was. Sag mal, Yagami-san, du bist doch gut darin, Leute aufzuspüren, oder? Du bist ja schließlich Detektiv. Sag mir jetzt nicht, dass wir das auch noch machen müssen, oder? Ja. Naja, das gehört zum Job, ja. Und was ich so bisher gesehen habe, bist du auch in einem Kampf zu gebrauchen. Könntest du diese beiden Volltrottel für mich aufspüren und mir ein Geld besorgen? Was? Willst du wirklich, dass ich dir das erledige? Ja, ich bezahle dich dafür natürlich. Ich habe sowieso ständig mit ihnen Ärger. Okay, ich denke, ich kann deinen Fall übernehmen. Super, du tust mir damit echt einen riesen Gefallen. Wir reden hier von der Kain-Gang. Selbst wenn ich sie ignoriere, drängen die sich in mein Leben. Schätze, ich muss jetzt einfach zur Kamaguchi-san schleifen, wenn sie ihre hässlichen Visagen zeigen. Oh, ist schon verdammt spät. Ich muss dringend wieder ins Büro.
Wir sehen uns. Es war klar, dass sie wieder... Wir sind Detektiv, wir können alles klären. Oh Mist. Ich hätte ihn zu Yagomaro Landing fragen sollen. Viertel Financing, ja. Vielleicht höre ich mich mal um. Maximale Bedrohungsstufe. Wenn die maximale Bedrohungsstufe erreicht ist, sind nicht nur haufenweise Gang-Mitglieder unterwegs, sondern es erscheint auch ein Gang-Anführer irgendwo in der Stadt. Um die Bedrohungsstufe zu senken, musst du entweder diesen Anführer besiegen oder etwas abwarten. Wenn du den Anführer besiegst, werden die dankbaren Anwohner dich belohnen. Aber es ist immer noch rot. Was das jetzt bedeuten? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist es aber nicht. Ich verstehe das nicht. Warum ist es hier angezeigt? Was muss ich überhaupt machen? Teilachse. Untersuche Yakumaru Luans. Irgendwann steht also unter dem Schutz der Yakuza. Vielleicht würde Yusuks Vater entführen. Ich muss mich einfach umhören. Gibt es nicht irgendein Detail auf der Tekai Street? Tekai Street. Tekai Street. Irgendwo hier oder was? Geht denn diese Straße? Okay. Cashier. Bis oben hin. Guess we're doing this. Aber eben war irgendwas rausgefallen. Irgendwas lag doch hier eben. Ja, okay. Aber ich verstehe nicht. Da kommen schon wieder welche. Out of the way. What a waste. Von wem ist das? Mist, was soll ich jetzt machen?
verstehe nicht. Was ist hier alles überhaupt? Kessel vor mir. Hier alles überhaupt. Komisch. Club zum Sitzen, okay. Das stecke ich jetzt schon fest, ey. Das Zockerraum. Gute Frage, wo ich hin muss. Schon echt komisch. Gestern habe ich auch das Eis mal nicht gefunden. Hier, genau hier. Och Mann. Uhr. Bestimmt hier irgendwo in einer Gasse drin, ne? Oh, übertreibt doch. Oh, der ist so aggressiv, ey. Moment. Oh, ein bisschen Ballett. Boah, die waren mich auf ihr Arm. Ich hab hier gar nichts mehr. Und übertreib doch nicht. Mit dir los. Hallo. So ein... Mann! Misty. Ach, ich muss das so nicht wollen. Wann kommen die immer wieder? Die kommen immer wieder. Lass mir Ruhe. Ich muss ja einen Fall aufklären.
auch nicht hier. Wo soll denn das hier sein? Aber hier ist doch gar nichts. Ich verstehe das gar nicht. Wo soll das hier sein? Hört den Facing Pausenraum. Was ist denn hier das Pausenraum-Ding? Kann doch hier gar nicht sein. Was ist das hier? Oh. Hier ist irgendwas. Hey, Kami-san, hast du einen Augenblick? Kami-san, was ist los? Sagt dir der Name Yakumaru Luons zufällig irgendwas? Ich würde gerne ein Büro finden, von dem aus sie arbeiten. Du willst Yakumaru Luons finden? Keine guten Neuigkeiten. Also kennst du sie. Weißt du, wo ich sie finde? Das musst du alleine durchziehen. Mit denen will ich wirklich nichts zu tun haben. Wenn die rausfinden, dass wir mit dir zu tun haben, kriegen wir richtig Ärger. Das würde ich nie zulassen. Na schön, unter einer Bedingung. Die da wäre, erinnerst du dich noch daran, wie ich dich darum gebeten habe, bei einem kein Anführer Geld einzutreiben? Ich mache mich über Yakumaru schlau, wenn du das für mich tust. Ich habe ein bisschen eilig. Wie wär's dann mit 50.000 Yen für die Information? Das könnte mich davon überzeugen, nachzuforschen. Was? Du willst Geld von mir? Na sicher. Informationen haben ihren Wert, das weißt du am besten. Und diese betreffen Yakumaru. Alles, was diese Leute angeht, ist mit Risiko verbunden. Dafür muss ich entschädigt werden. 50.000 Dollar sind billig. Ich denke darüber nach. Was soll ich tun? Ihr bezahlen oder das Geld vom Kain eintreiben? Wir bezahlen. excuse me. Hey, was Jungen angeht, Nein. was ist mit denen? Hast du das Geld von den Jungs der Gang eingetrieben? Das wird vermutlich nur möglich sein, wenn du dich an ihren Fersen hebst, sobald sie in der Gegend sind. Oder würdest du lieber 50 dafür zahlen? Komm, wir bezahlen. I'm on it. Okay, ich bezahle dich. Besorg mir einfach so schnell wie möglich die Infos. Mit dir mache ich gern Geschäfte. Einen Moment. Ja, ich habe doch genug Geld, also... Hier, die Oshimata-Familie steht hinter Yakumaru Luons. Ihr Büro ist auf dem Estahai Boulevard. Sehr schön, danke. Danke mir nicht zu früh. Ich kann dir nicht sagen, wo genau auf der Straße das Büro ist. Das ist okay, es ist ein Anfang. Das finde ich schon irgendwie heraus. Sei vorsichtig, Yagami-san. Das Estahai Boulevard. Da sollte ich besser hingehen. Wenigstens mal ein Anhaltspunkt. Gehen wir ins Erdgeschoss. Okay. Hier irgendwo, okay. Dann schauen wir mal.
Achtung, Achtung, ich hab's eilig. Weg da. Von wem ist das? Mist, was soll ich jetzt machen? Schon wieder 100% Betrug. Eieieiei. Was machen die immer hier? Immer nur Ärger, Ärger, Ärger. Okay, hier bin ich jetzt. Oh je. Na komm. Natürlich. 5000 Yen wieder eingenommen. Sehr gut. Und das muss hier irgendwo sein, dieses Büro. Das Büro der Oshimata-Familie sollte hier irgendwo sein. Jetzt kommt der knifflige Teil. Ich weiß nicht, welches Büro ihres ist. Dieser Typ sieht verdächtig aus und passt auf die Beschreibung, die Yusuko mir gegeben hat. Zeit für einen Blausch. Dann los, reden wir mit ihm. Hallo, junger Mann. Was macht er da? Okay, muss es nur hinter mich bringen. Hey. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Ah! Schurke, geben Sie meine Yusuko zurück. Warten Sie, lassen Sie uns nicht überstürzen. Ich bin kein Yakuza. Sind Sie nicht? Ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht entführt. Sind Sie Yusuko-Kuns Vater? Ja, ich bin Shintaro Okabashi. Ich bin Yagami, ein Privatdetektiv. Mein Kollege hat verhindert, dass Yusuko-Kun vorhin entführt wurde. Hat er das? Dann geht es zu Yusuko gut. Dann bin ich aber erleichtert. Würden Sie mir sagen, was hier vor sich geht? Warum haben die Yakuza es auf Sie abgesehen? Schulden. Die sind schon eine Weile hinter mir her. Schulden? Ich kann ja verstehen, wenn Sie um Geld bringen wollen. Aber warum wollen Sie Ihren Jungen führen? Sie wollen mich einschüchtern. Vermutlich wollten Sie Suko gegen mein Los eintauschen. Ihr Los? Warum das? Weil es ein Gewinnlos ist. Ich habe tatsächlich gewonnen. Diese Geldgeier wussten, dass sie ein überzeugendes Argument bräuchten, um es mir abzunehmen. Wie viel haben sie gewonnen? 50 Millionen. Heftig. Was? 50 Millionen? Ich bin nur 1 Million in diesen Miesen und die wollen mein Ticket haben, das 50 wert ist. Natürlich habe ich abgelehnt, aber darauf haben sie mich bedroht und sie haben gedroht, Yusuke umzubringen. Als ich ihn zu Hause finden konnte, habe ich Angst bekommen, also bin ich hergekommen, um es zu regeln. Verstehe. Ich denke, ich bin im Bilde. Aber wo ist jetzt das Lotto-Ticket? Es tut mir leid, aber das verrate ich Ihnen niemals. Oh, verständlich. Darf ich fragen, wo Yusuke ist? Yusuke-kun ist ein Park ganz in der Nähe. Ich bringe sie hin. Boah, 50 Mille. Lottoschein. Der muss aber echt Glück gehabt haben. Krass. Yusuke, wo bist du? Oh nein, Kaido. Jetzt ist der Junge auch noch weg. Na toll. Kaido-san, was ist passiert? Ich musste pinkeln. Als ich zurückkam, war Yusuke verschwunden. Na toll. Was? Hast du irgendjemand Verdächtiges gesehen? Nein, aber ich habe einen Schrei gehört. Hoffe, das war nicht der Junge. Mist, er wurde bestimmt entführt. Nein, Yusuke. Tut mir leid, das ist mein Fehler. Ja, und gehst du? Ja, du kannst ja Pipi machen, aber... Oh, oh nein. Hallo? Yusuke, geht's dir gut? Habt ihr Entführer ihn angerufen? Okay, ist ja schon gut. Lassen Sie bloß die Finger von Yusuke.
Was haben Sie gesagt, Yokobashi-san? Sie meinten, ich solle zur Seitenstraße in der Champion District kommen und das Los mitbringen. Und auf keinen Fall die Polizei benachrichtigen. Das ist jetzt eine Geiselnahme. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Vielleicht können wir sie überlisten. Aber wie? Hey, Tag, ich glaube, ich habe eine Idee. Ein Kaito-Spezial. Ja? Kaito-Spezial. Du musst allerdings in eine Rolle schlüpfen. Was heckst du jetzt so wieder aus, Kaito-san? Ist alles okay? Keine Sorge. Falls es schief geht, wird die Sicherheit ihres Sohnes oberste Priorität für mich haben. Halte durch, Yusuke. Wir kommen, kleiner Kumpel. Oh, süß. Hat ihm wohl auch ein Herz geschlossen. Yusuke. Oder Papa. Eins nach dem anderen. Hast du die Bullen gerufen? Nein. Aber ich nicht. Gut. Dann her mit dem Los. Und wenn das Leben eines Sohnes was wert ist, keine Spielchen, klar? Was? Mein Papa sagt, Yakuza-Leute seid Fieslinge. Und weißt du, was mit Fieslingen passiert? Captain Kopf kommt vorbei und verhaut sie. Hey, was labert der kleine Nervenzweck da? Was weiß ich? Oh. Captain Cup, ich wusste, du würdest kommen. Scheiße, alles am Sack. Fix. Beruhig dich, Kaito-san. Du wirst eines Tages gewinnen. Wer zur Hölle seid ihr zwei Clowns? Was? Siehst du nicht, dass ich pinkeln muss? Oder gefällt es vielleicht? Wir sind hier gerade beschäftigt. Such dir ein Loch und verkriech dich da, du Säufer. Was hast du gerade gesagt? Gehört dir die Straße oder was? Ich glaube nicht. Ich habe gerade 30.000 in Lose investiert und alles nur Nieten, Hicks. Ist mein gutes Recht, sauer zu sein. Was zum Henker laberst du? Willst du dringend sterben? Ich bin irgendwie beeindruckt, dass dieser unausgereifte Plan funktioniert hat. Aber ich frage mich, ob er von Anfang an vorhatte, gegen sie zu kämpfen. Oh. Du verdammter Säufer, haut sie kurz und klein, Jungs. Ihr wollt also wirklich meine Sandsäcke sein? Das wird mächtig wehtun. Los, schnapp sie dir, Captain Korb. Der Junge freut sich einfach. Dann los. Aua. Und der war alleine fertig. Der hat ja mal fertig, ey. Die haben die besiegt. Jawoll. Aber Kaito-san war auch nicht schlecht. Der räumt einfach alle weg. Was zur... Wow, ich wusste, dass er der echte Captain Korb ist. Yakuza sind lahm. Wer zur Hölle seid ihr? Niemand Besonderes. Nur... ein Kämpfer für die Gerechtigkeit auf der Durchreise. Was? Oh Gott, so lustig. Ich danke Ihnen beide. Vielen Dank.
Hey, ich bin erleichtert, dass es Yusuke gut geht, aber hat er das Los es überlebt? Natürlich. Kannst du mir den Verwandlungsstab von Captain Cobb kurz geben, Yusuke? Was? Klar. Oh. Das nennt man doch mal ein Versteck, oder? Außer er hätte den Stab verloren irgendwann, da wäre alles futsch. Gutes Versteck. Da haben sie es versteckt. Ich wusste, dass sie mein Haus durchwühlen würden, um es zu finden. Also habe ich es bei meinem Sohn versteckt. Ich glaube nicht, dass die Yakuza auch noch daran gedacht haben, dass Yusuke-kun das Los haben könnte. Hey! Was ist denn, Junge? Wann machst du die Verwandlungspose? Was? Schon wieder? Aber du bist doch der echte Captain Cobb. Du hast all die blöden Yakuza verhauen. Er lässt dich nicht gehen, bevor du es gemacht hast, Kapitel. Aber bitte. Okay. Aber nur dieses eine Mal, ja? Captain Cobb. Nett. Wir denken auch, der wird völlig durchgeknallt. Wow. Wow. Captain Cobb gibt's wirklich. Er ist der coolste. Meinst du, Junge? Ich hoffe, ich werde bald so cool wie du. Gib einfach dein Bestes, Junge. Ich lasse mich nicht so leicht übertreffen. Und dann werde ich böse Yakuza mit dir bekämpfen. Bibel? Genau, Kato-san. Hast du nicht ein paar Straßen aufzuräumen? Ach komm, Yusuke. Du wirst nicht so werden wie ich, klar? Vergiss es, ich bin nicht so cool. Du willst nicht so werden wie ich. Was? Warum nicht? Ich will mit dir zusammen kämpfen. Nee, ich kann nicht gegen Yakuza kämpfen. Ich habe da so meine Gründe. Warum nicht? Du bist doch Captain Cobb. Ja, ab heute bin ich im Ruhestand. Was? Warum? Weil, weil ich einen würdigen Nachfolger gefunden habe. Was? Yusuke, du warst heute wirklich tapfer, weißt du das? Du hast nicht mal geweint, als es gefährlich wurde. Du bist ein ganz toller Verbrecherbekämpfer, Yusuke. Ein wahrer Held der Gerechtigkeit. Ich? Meinst du das ernst? Klar, und ich glaube, du kannst es sogar besser als ich. Also werde so stark, wie du kannst, Junge. Okay, ich gebe mein Bestes. Süß. Heute könntest du wohl mal ein richtiger Held sein, Kato-san. Wie cool. So. Immer noch nichts von Saori-san. Was jetzt? Ja, stimmt. Die wollte uns sich ja melden. Mir knurrt am Magen. Die Stände auf dem Theater Square sind jetzt genau richtig. Ja, die wollte sich ja eigentlich melden. Ja, mal gucken, wann sich Saori meldet. Ich hoffe, ihr geht's gut. Und ist nichts passiert. Das wäre nicht so perfekt. Da wäre der Plan auch nicht besonders geworden. Aber wir brauchen ja die Informationen. Oh, hier gibt's Essen. Oh, there you are, know-it-all asshole. Ach, der schon wieder. You again. I thought you'd have given up by now. After what you did to me and the Kaheen, not once, but twice, I'm never backing down. Sorry, but you reap what you sow. Ja. Huh? The hell are you talking about? Quit showing off with your fancy words and shit. Seriously? Sakakiba! 'Cause I'm hungry. This man is Kaito Sakakiba, one of the Kaheen 4. Ja, toll. Him? You let him in? Hey, Kasai.
You're buying me food if I take this guy down, yeah? Hey, you better believe it. Steak, ramen, pizza, whatever you want, big guy. I hope you're not lying. That mean I get dessert too? Sure, sure. Cake, pudding, anything. Does curry count as dessert? Literally anything you want. As much of it as you want. Just beat his ass. Come on, you can't just let him talk you into... Food! Er hört sich ein bisschen an wie Patrick. Oh shit. Ich muss ja alleine kämpfen, typisch. Das war eine lange Leiste, ey. So schon wieder Keuten sagen. Erstmal diese Querlecken weg. Jetzt gehen wir wieder auf die Nerven. Nächste geschafft. Außer der bekommt seine Anfälle. Greift er. Was war das denn? Oh mein Gott! Ich hab ihn fast. Oha! Lass mich ja gar nichts mehr machen. Ich mach mich fertig. Sterbe fast. Was macht der da? Oh Gott. Ei. Kannst also Bauchklatscher machen hier. Food! Ich muss wieder gegen alle kämpfen, ja. Wo ist eigentlich Kapitel?
Habe ich noch in meinen Spaces? Heilen können. Das am Anfall. Mann! Das ist so eine Attacke, ey. Boah, ey. Was habe ich denn noch hier? Der flackt nur noch. Lass mich doch mal in Ruhe. Der übertreibt ganz schön. Er ist so oft. Boah, das ist so ein ekelhafter, ey. Hier ist der Chips. Du bist kein Curry. Wer hat denn so viele Listen noch? Boah, wie der einfach übertreibt, ey. Let go. Was mache ich hier? Ich habe gar nichts mehr an Heilsachen, doch. Nur ein kleines Stück, verdammt. Wie oft hat er diese Hacke? Oh, ich krieg dich nach, glaub mir. Wieder ein Stuhl. Jetzt reicht's mir. Ja, geschafft. Jawohl. Jeez, this guy's built like a ton of bricks. You see that? There's no getting through his flabby exterior. Now go, Sakakiba. Smash this bitch. What are you spacing out for? Get him! Er hat Hunger. Hungry. What? It's dinner time. But Looks like your buddy abandoned you. shit! Better luck next time,
asshole! Wait, that would be my line. Come on, man. Okay. Ich muss jetzt wieder hier runter. Aber zum Glück habe ich den besiegt. Aber ich sollte mir mal langsam wieder Sachen kaufen, weil ich habe kein Energiezeug mehr. Das heißt, ich muss, glaube ich, mal zu dem einen wieder hin. Wegen Heilsachen. Was sind die denn hier? Was sind die? Sind der drin oder was? Oder ist der hier in unseren... Ich glaube, der ist hier, ja. Oh Mann, ey. Kuroiwa. I've been waiting for you. Why don't we step inside for a little chat? Another voluntary interrogation? Thought I told you to bring a warrant next time. The hell was that? Let's be civilized here, Yagami-san. Fine. Office is pretty dirty, though. So, to what do I owe the honor? There's a leak in the prosecutor's office. Pretty sure it's a woman. Got her hands on some pretty important case files. The ones about the vice director of the ADDC getting beaten to death in the street. You have any ideas? Sorry, not a clue. What kind of lowlife would sell police secrets? Shh. Scum. Right, Ayabe? Totally. The worst. Nobody takes us seriously around here. That all you came to ask? I'm sure you guys are just as busy as I am. So, if you're finished, I'm gonna have to ask you to... Right. Izumida wants to talk to you tomorrow. About Shintani's murder. You'll be there. In cuffs if need be. Die beiden sind also nur Izumidas Handlanger. Why am I being treated like a suspect? Sorry, that's classified. Just drop by the public prosecutor's office. If you're innocent, you'll have nothing to worry about. You don't want to deal with getting arrested. Trust me. Better to handle this before it gets to that point. Think of it like that. Thanks for the advice. Besides, you and Izumida go way back. But how am I gonna defend myself if I don't know why he suspects me? Let me guess. I'll find out when I get there. More or less.
Who knows what angle Izumida will take? Have it your way. I'll come in and clear the air and we'll be done with this. I'll be in touch tomorrow. Asshole's been dragging me everywhere. I can't do a damn thing on my own. I can tell. Looks rough. Hello, Yagami-san? Hey, any luck? Yes. I made friends with the girl who served Hashiki 6 months ago. We're gonna bounce and go to Tender in a few. Perfect. Wait, did you just say bounce? Gut, dann gehen wir zum Tender. Macht der immer mit seinen Nachrichten hier. Gehen wir zum Tender. Genau hinter der. Perfekt. Let's go. Ich sollte echt was kaufen hier noch. Was ist hier für ein Laden? Irgendwo in einen Einkaufsladen gehen. Was ist das hier bitte? Ja, mit so einer Katze. Hier ist der Tender. Sorry, son. Took you long enough. This is Mika-san. Hey, I'm Yagami. Mind if I join you? Be my guest. This is the man you served 6 months ago? You're certain? Yeah, that's him. We already discussed Hashiki and Shono. Mika-san was at their table, without a doubt. That's Shono-san, right? Yeah. What were they like? I guess nothing stood out about them more than any other pair of businessman types. Hashiki-san complained about his boss, while Shono-san just nodded and smiled. What was Hashiki saying? He was going on and on about this Kido-san guy. Have you heard about that new dementia drug, 89? Yeah. I'm kind of familiar. Not surprised. They used to talk about it on TV a bunch. Anyway, apparently Kido-san's kind of a big shot guy on the 89 research team. And Hashiki and Shono were talking shit about him? Yeah. Sounds like Kido-san was getting wined and dined by all sorts of people who wanted to profit off 89. From what I heard,
Not all those deals were above board. Secret deals, huh? Is Kiro-san working with the Yakuza? Hashiki-san didn't give specifics, but he did say 89 could buy a lot of influence. And about the cut he'd be getting later. He seemed like a really shady guy, actually. Interesting. Dann sich nach an viel an, oder? I gotta say, you remember a lot for a conversation that happened 6 months ago. Can you blame me? The poor man got beaten to death right afterward. I replay this a lot. Right. Sorry. And at that point, I already knew about 89. See, my grandma has pretty bad Alzheimer's. So, I was hoping they'd release it to the public soon. I'm sure that made the conversation stick out to you. Yeah, when I heard Kito-san was just another slime ball, I don't know, kind of broke my heart. Tragic. Ist der Name Karriere gefallen? Did you ever hear Hashiki mention a Kajihira? Kajihira? It's a big construction company based out of Kansai. Basically, Hashiki was working for this Kajihira, trying to shut down the ADDC. Wait, I thought Hashiki-san was super important, like vice director or something. He was. Kajihira's money was too much for him to refuse, though. Either way, I don't remember hearing them talk about a Kajihira. How was Shono acting that night at the club? Well, he spent most of the night staring at my chest. Hashiki-san kept going on about Kito-san all the same, though. Maintain eye contact, Yagami-san. Shono-san seemed more interested in being a creep than indulging him, though. You don't think he was listening to Hashiki-san then? Nope, didn't seem like it. Disgruntled boss on one side, closet perv on the other. But then, out of the blue, Hashiki-san said this. There's something fishy going on with 89, I just know it. Did he have any idea what it was? What did he say again? Something about fabrication or falsification. Data fabrication? Falsifying the effects of the drug? Yeah, that was it. He kept going on about how 89 was too good to be true. And how weird it is that it just came out of nowhere. So he brought Shono to the club to try and figure out if 89 was real. Right. What did Shono say? Just, there's nothing fishy about it. But then Hashiki-san yelled back, I don't believe that for a second. it was kind of awkward seeing how desperate he was. Makes sense he'd be desperate, though. Why? He promised this guy Kajihira he'd shut down the ADDC. Das war alles, danke. Thanks for this, Mika-chan. You must be exhausted. That's all then? Yeah, you helped us more than you know. Be safe on your way back. Thank you. What time's your shift start tomorrow, Saori-san? Sorry. I'm not coming back tomorrow. Huh? It was a one-night thing. I got to see a side of myself I didn't know I had, though. Man, this stinks. You're so pretty, Saori-san, and I was pumped to learn more from you. I don't think I have much left to teach. I might be able to help you, though. As a friend. You're a lawyer? Let me know if you ever get into trouble. Wow, I've never been friends with a lawyer before. This is like super cool. Thanks so much. Bye now. That was amazing, Saori-san. You really pulled through for us. It's fine. Come on, I'll walk you back to the office. I want to review what we learned with Hoshino-kun and the others. Sure. Cool. Da haben wir schon mal was herausgefunden. Jetzt zurück zur Anwaltskanzlei.
Ich würde sagen... Ja. Wenn wir dann da sind, mache ich ganz kurz das Päuschen. Guess we're doing this. Muss man erst Energie holen. Hallo, darf ich jetzt auch mal? Macht dann läuft der mal lang. Gibt es in der Nähe irgendeinen Laden? Ja. Geh ich mal da hin. Ups. Vielleicht kriege ich da irgendwann. Mann, warum schon wieder? Nein. Ich möchte jetzt nicht. Warum muss ich gegen die kämpfen jetzt? Geht doch gar nicht. Kann ich hier weggehen? Warum folgen die mir jetzt? Endlich. Ja, dann habe ich halt geschreit. Ich habe keine Lust gegen die zu kämpfen. Ich muss mir irgendwelche Sachen noch kaufen. Immer coole Uhrzeiten auf, die manchmal auch nachts drauf haben. Nee, ich möchte nur was kaufen. Hi. Mit der Schallplatte hier. Habe ich das jetzt in meinem Menü drin noch? Vielleicht gibt es ja irgendwo.
Ah, Kaito ist auch da. Welcome back. You're so beautiful, Saori-san. Like a puppy. You should dress like that all the time, Saori-kun. Yeah, good luck finding clients. I'm changing. Wie die alle gucken. There's a good chance Hashki's murder was premeditated, just like Chairman Kajihira suspected. That's the conclusion you and Saori-kun reached? Yeah, Hashki thought something was up with 89, doubted the authenticity of the research, seemed convinced they had fabricated data. He was desperately searching for proof before he died. But was there anything actually wrong with it? I tried analyzing the paper myself to find out, but it's like it was written in a different language. I'm searching for someone more knowledgeable as we speak, but nobody seems to suspect any foul play, not even online. Yet Hashki was still searching for issues, and if he had managed to find one... The ADDC would be long gone by now. Then they murdered Hashki to keep the secret safe? Don't be ridiculous. Who would kill a man just to protect a research paper? It might not be as unlikely as you think. The ADDC has been bringing in billions of government yen ever since they published that paper. With that much cash involved, bumping someone off wouldn't be out of the question. The question is, who killed Hashki? Der Täter hat dafür gesorgt, dass Hashiki nicht sofort stirbt. Das erfordert Geschick und Erfahrung. A professional assassin, if I had to guess. The man in the black raincoat. If he was an assassin, that would mean someone hired him. Yeah. Someone who wanted to protect 89 and the ADDC. But who? Can't begin to imagine. But apparently Kido was out hyping up 89, raking in tons of dirty money in the process. Guy might even be involved with the Yakuza. You're really suspicious of him, Yagami-san. Well, if it looks like a rat. Maybe Shintani got too close to the truth, and Kido offed him for it. The thought has crossed my mind. Don't think we can say that for sure without looking more into Kido, though. But judging from our last visit, that won't be as easy as you make it sound. He's practically a celebrity at this point. Well, maybe if we can't get him to talk, prosecutor's office can. Huh? What do you mean? I've got a meeting with Izumito tomorrow. They're calling me in. Isn't that the prosecutor who was trying to get you arrested? He can try all he wants. That's what this meeting's about. No chance in hell he agrees to help us then. All depends on how this little chat goes. If I can convince him I'm innocent, I'll clear my name and put the squeeze on Kido all in one fell swoop. What are you planning, Yagami-san? Sehen wir ja gleich, was er vorhat. Erhole dich im Detektivbüro, Yo, everything's really falling into place. Guess it's good we let Saori-san handle the cabaret, huh? Ja, das war eine gute Idee von Kaito. Hat gut funktioniert mit hier. Gut, wir gehen jetzt zum Büro von ihm. Da gehe ich ganz kurz danach auf AK. Straßen stehen. Überall hier. Really, guys?
kann nicht anders, ich muss die alle irgendwie wegschubsen, weil die einfach... Ich habe auch nichts mehr hier drin im Briefkasten. Oh, das ist ein Mauskanschlüssel, okay. Ja, ausruhen. Gut. Muss nächster Tag sein. Gucken, was wir jetzt machen müssen. Ja, wir werden wieder wach gemacht. Yo. Got a message for you from Kuroiwa. Says to drop by the Tokyo Public Prosecutor's office. Izumina's waiting for you. Why'd you have to come here to tell me that? Would have been easier to talk on the phone. I got a bad feeling about all this. Huh? Feels like I'm never gonna see you again if you get yourself locked up now. Come on, don't be like that. Even if I do get arrested, I won't say a word about your little side job. That's what you're worried about, right? Yep. I might have to send someone to bump you off in prison if you rat me out. Like you could pull that off. Aren't you busy dusting off Kuroiwa's boots? I'm laying low, that's all. Speaking of, I have a question for you now that you're off your leash. Why do they think I killed Shintani? They have to have a reason, right? You've gotta know. Well, funny enough, I don't. Kuroiwa won't share a shred of info with anyone but his closest partners. Not sure why. Gotcha. Now, get over to the prosecutor's office. Sorry, but you gotta cover your own cab fare. Super. Yeah, I know. Toll. Gut, wir machen gleich weiter. Ich gehe ganz kurz auf AFK und dann nehmen wir ein Taxi zum Büro der Staatsanwaltschaft. Bis gleich.
So, ich bin jetzt wieder da. Kurz Päuschen gemacht. Wir machen dann weiter. Wir müssen uns jetzt ein Taxi zum Büro Staatsanwaltschaft nehmen. Wo wir ein Taxi finden. Gehen wir rein. Jetzt haben wir hier ein Taxi. Noch hier unten gibt es eins. So, mal gut, dann müssen wir nicht laufen. Gott sei Dank. Okay, dann gehen wir weiter. Warum gehen wir immer mit dem Weg hier? Von wem ist das? Auch wie immer mit 100% hier. Einmal laufen. Oder bedrohen. So, hier ist ein Taxi. Nehmen wir den mal dazu. Ja, haben wir doch locker, oder? Hier oben. Ach so, das ist bei ihr. I've been waiting for you, Yagami-san. Rolling out the red carpet, huh? Izumida was hoping you'd lower your guard if I was the first person you saw here. The man never changes. He loves his mind games. Yagami-kun, how did they convince you to come? I heard your pal Izumida wants to chat. And depending on what I say, he may or may not try to arrest me. I'm not sure it'll be quite like that. Huh? Then what's it gonna be? Well, you're about to get thrown to the wolves. Hey, Mafuyu. Good luck. Excuse me. I've brought Yagami-san. Much appreciated. Huh. Even the chief prosecutor's in on this. Please come in. So these are the wolves. A room full of prosecutors, huh? Yagami-sensei, I believe Kuroiwa-san already told you this, but we want to talk to you about Shintani-sensei's murder. However, this is not a courtroom, and we're not strangers, or wolves. Just try to relax. Yeah, relax, right. I'm not telling you what you want to hear, though. You want me to say I killed Shintani, right? Sorry, not happening. The burden of proof's on you anyway. So why don't we start there? Why do you think I did it? Yagami-sensei, where were you on the night of Shintani-sensei's murder? Answer my question with another question? That's not very nice. Do you have an alibi for that evening? You heard of a company called KJ Art? The place is a front for some Kansai Yakuza, the Kyorei clan. On the night of the crime, I was near there with their captain, Shioya. He'll back my story up, I'm sure. You care to explain why Shintani-sensei's corpse was found in your office? I was hoping you could tell me. Maybe the real killer could answer that for you. Naturally. That's why I called you here. Wir sind nicht der Mörder. Verdammt, sie hat von Anfang an vor, mir zuzuhören. Mind if I interject? Go right ahead, Morita-san. Yagami-san, you stole a look at Shintani-sensei's call history before the police arrived, yes? Not long before his death, he placed a call to the Advanced Drug Development Center. Knowing that, you barged into the center and interrogated both Kido-san and Shono-san. Yeah. Why would you do such a thing? I wanted to figure out what made Shintani a target. Who wanted him dead? Is that not the police's job? I couldn't leave it to them. Or the prosecution. After all, you guys have a bad habit of going after the wrong guy. Kinda like right now. I see. So you mean to imply someone else killed Shintani-sensei? Do you have anything that could prove that claim?
That's the only reason I'm here. Oh, how responsible of you. The prosecution's proven unreliable after all. I've been working my ass off because of you guys. Now, can we begin? Yes, you have the floor, Yagami. Das ist eine gute Gelegenheit. So kann ich rausfinden, wie die Staatsanwaltschaft Shintanis Fall sieht. Before we get to Shintani's murder, there are a few things I need to cover. 1 year ago, the ADDC published a research paper on a new drug they were developing called 89. This drug has gained global recognition as the thing that may finally cure Alzheimer's disease. What hasn't gained recognition is the fact that someone from the ADDC was murdered 6 months ago. An ADDC member murdered? Who? Ich kenne den Namen, so hieß der Mitarbeiter, der vor 6 Monaten getötet wurde. Boah, wie heißt er nochmal? A nurse by the name of Emi Terasawa. Come on. Emmy died 3 years ago, not 6 months. I think you, of all people, would remember that. Seems you're not as sharp as I thought. Actually, hold on. Doch nicht. The ADDC employee who got murdered was... a researcher by the name of Yoji Shono. Wait, he was murdered? When? Huh? Let me know when you're ready to... Right, starting over. Der hier. The director, Ryusuke Kido. He's still alive. Hmm? Nobody... Oh. Right, starting over. Dann der hier unten. Ja, der, The genau. vice director, Oh Toru Mann. Hashiki. Die Namen sind so schwer zu merken. Hashiki was seen arguing with a strange man in Kamurocho before being found lying beaten in the street. He died in the hospital 3 weeks later. The culprit is still at large. Did you know of this case? It's the first I've heard of it. Understandable. It didn't make many headlines. Incidentally, this Hashiki guy had a pretty big secret. Uh-huh. Turns out he was working for the Kajihira Group, a massive construction company based out of Kansai. Kajihira was planning to redevelop the land the ADDC sits on. He'd already settled it with the Minister of Health, had the Kyorei clan muscle in on the turf too. But the plan fell apart when 89 was announced. Kajihira ended up taking a pretty big hit. To the tune of 100 billion yen. What? That's when Hashiki came in, swearing to Kajihira that he'd scuttle 89, no matter what it took. Just before he was beaten half to death, Hashiki went out with another member of the ADDC. Someone deeply involved in the development of 89. Someone he thought he could manipulate. Wer war der ME-Mitarbeiter, mit dem sich Hashiki vor seinem Tod traf? Oh. Er. I'm sure you recognize this man, Izumida-san. 3 years ago, he testified about the murder that had taken place at the ADDC. He claimed he had seen the victim, a patient by the name of Waku, still alive. I remember him. You're referring to Dr. Shono? Mm-hmm. He's also the head of the 89 research team. Hashiki was grilling Shono, convinced that there was something fishy going on with 89. Like what? He thought they had fabricated data and falsified the effects of the drug. After all, it wasn't until rumors of closing the ADDC started swirling that Director Kido suddenly announced 89. Hashiki was convinced it was all too convenient to be coincidence. But that doubt didn't sit well with those who stood to rake in massive profits off 89's development. Are you implying Hashiki's murder was premeditated? Sounds like we're finally on the same page, Izumida-san. I had the exact same thought. Taking all this into account, doesn't it seem like there really is something fishy about 89?
Das sollte als Klärung zu ME9 reichen, also zurück zum eigentlichen Thema. But let's get back to Shintani. Just before he was murdered, he called the ADDC and tried to get in touch with a very specific someone. Maybe that phone call provoked whoever is trying to hide the truth about 89. Shintani was an obstacle, just like Hashki. He had to be removed. What I'm saying is, there's a chance anyone who gets too close to learning the true nature of 89 is being murdered. And if you haven't investigated down that path, then one thing's pretty clear. You have a lot more work to do before you can arrest me. Wouldn't you say? Answer me, Izumida! If you still want to bring me in, let's see some proof. All these prosecutors, and nobody's got any proof. That's quite a theory, Yagami-san. Truly fascinating. There were details in there even we weren't aware of. You've clearly done your homework. I'd be glad to hand over my findings if it'll help. After all, 89's practically a household name at this point. Lifting the lid on it might be too much for me to handle all on my own. And besides, I think I'd rather work with you than Izumida here. Ich denke, wir haben sie überzeugt, oder? Ich hoffe. You need to lose the attitude, Yagami. Sorry, I need to take this. Yes, hello? Is that so? Yes, you've done excellent work. Thank you. Was jetzt? Just so you're aware, the prosecution has made a coordinated effort with law enforcement. We've already submitted a request for the court to issue a warrant. I'm sorry for the call, but that was the verification of our request, you see. You're still gonna arrest me after all this, huh? Fortunately, you're not the one under arrest. What? I wouldn't celebrate. We're not done with you just yet. It's in the interest of closing the case. Listen here, Yagami. You know who Shintani's killer was? It's your old friend, Ayabe. What? What? Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. There's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. Oha. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Dieser eine. Oha. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Krass. Heftig. Was ist der Ayabe? Durchtrennte Bande. Heftig. Okay, wir gucken mal, was bisher geschah. In the roaring din of the city, the death of the ADDC's vice director hardly made a sound. Behind his death are the vast profits of the AD9 drug. Yagami arrives at the possibility that all the deaths were premeditated. But the prosecution's eye for such detail is wanting, and Detective Ayabe is indicted for Shintani's murder. Das ist schon echt krass, oder? Das hätte ich gar nicht gedacht, dass er das war. Sein Verhalten war sowieso schon die ganze Zeit so komisch. Ich weiß nicht. Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. Aber there's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. wenn es wirklich war, oder hat jemand die andere Waffe? Apologies for keeping you in the dark. It was imperative for Ayabe to be completely oblivious to our suspicions of him, after all.
This is a murder charge against an active officer. To put it plainly, it takes more effort to actually make an arrest. So, we had to pretend you were our primary suspect. You and Ayabe have gotten to be pretty cozy these days. Suspecting you was the perfect way to divert his attention. I see. So this was all some kind of act. An act? Not at all, I assure you. And I believe you should know. We're aware of Ayabe's side job. Ayabe was an informant, a spy. He was selling police intel on the black market. We plan to investigate those transactions thoroughly, Yagami-san. And so, it wouldn't surprise me in the slightest if we see you again in the near future. Heftig. Speak of the devil, we were just talking about you, Ayabe-san. Listen, Yagami, you gotta help. Someone set me up. They're saying I killed Shintani. Me. Uh-huh. You're not surprised? Not quite, already heard. I'm sitting here with the prosecution as we speak. Huh? Yeah. They're looking right at me. Please, Yagami, you have to take my case. I don't know where else to turn. Okay. I'll do it. It's only fair after all you've done. We can talk more later. I'll be there soon. So, I'll see you in court then. Who do you have on the job? Izumida? Should be a good time. Someone is using you, prosecutor. No matter who that person is, I'm not losing. So that's the story, Kenda-sensei. We're gonna take the case. Of course we are. Anyway, you're gonna go talk to Ayabe, right? I'll send Hoshino-kun along. Yep, I'm heading over right now. Heikle Geschichte jetzt. Aber es kann, auch wenn es Hanabe ist, es kann ja trotzdem auch jemand seine Waffe genommen haben und geschossen haben. Keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall spannend. So, wir gehen jetzt hier hoch zur... Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sein Verhalten hätte es auch vielleicht schon zeigen können. Must we? Ich mag jetzt nicht kämpfen. Warum rennt er so schnell? Achso, ist nur einer. Na dann mach ich das doch gerne. What a waste. Jetzt muss ich aber leider weiter. Schon wieder welche. Das kann ja wahr sein hier. Geht jetzt direkt hier auf die Klappe. Der Anführer dabei.
Okay, that just happened. Den Effekt habe ich doch noch nicht gesehen. Geschafft. Oh, wir sind ja auch schon in der Nähe. Perfekt. Und im Aufzug. Was uns erwartet. Rein. I've been waiting for you, Yagami-san. Oh, okay. We can go see Ayabe whenever you want. We'll just need to grab a taxi to get there. It seems the news of Ayabe's arrest is spreading like wildfire. Hey, good luck down at the station. Kommt er mit? Okay. Das war nur ein Taxi. Hier ist eins. Polizeiwache von Kamurocho. Gucken, was passiert. An on-duty detective arrested for murder. Now this is a shock. Try not to look so happy about it then. This is Hoshino-sensei from the Genda Law Office. He's young, but he's reliable. Oh, here I thought the great Takayuki Yagami would represent me. It's been years since I defended someone in court. I'll still be gathering all the evidence, though. Don't worry, it worked for Hamura. I'm Hoshino. I'll do whatever it takes to clear your name. You sure, kid? Shintani was practically your boss, huh? If I'm really the killer... Well, I mean, you're not the killer, right? He's not the killer, is he? Probably not. What do you mean, probably? Ich muss erstmal wissen, was Sache ist, bevor ich Ayabe verteidigen kann. I hear your gun's the one Shintani was murdered with. Yep. Apparently the rifling on the bullet matched. What's rifling again? Really? Sorry. So, guns have these spiral-shaped grooves on the inside of the barrel to stabilize the bullet's trajectory. These grooves are called the rifling, and leave a mark on the bullet itself. Whoa. Now, the rifling's slightly different on every gun, kinda like its fingerprints. And apparently, the marks on the bullet that killed Shintani matched my gun's rifling. So your gun must have killed Shintani-sensei. Yeah. It was the murder weapon, for sure. So, someone used my gun to commit the crime, and I'm being set up. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Waffe eines Polizisten zu klauen, um Shintani zu töten? Ich sag ja, jemand hat seine Waffe benutzt und hat jemanden erschossen. So ist meine Vermutung auch gewesen eben gerade. Ob das stimmt, weiß ich nicht, oder ob er lügt, das sehen wir dann. But how? You remember the day he died? We were having a nice stiff drink at Tender. You, me, and Kaito. Yeah, I remember. That was my first time meeting Kuroiwa. I hung around after you guys beat it. Wasn't a while till I decided to go home. Thing is, I don't remember what happened next. Huh? Someone smacked me in the back of the head. Crept up so I couldn't see him. You got ambushed? Where was this? Close to the bar, I bet. But I'm not sure.
It all happened so damn fast. Some great detective work there. What do you expect? Whoever knocked me out moved me, too. That just fucks with things even more. Moved you to where? Random bench. Over in the Kamurocho Children's Park. Not a soul around when I came to. That's a ways from Tender. They must have taken you in a car. How long were you out for? Hour or so, tops. But as I found out later, that hour's when Shintani was murdered. With my fucking gun. So the real killer still has your gun? No. It was in its holster when I woke up. Wait, what? Whoever attacked me took my gun, murdered Shintani, then put it back where they found it, all within the course of an hour. So the only thing missing was a bullet? Not even that, if you believe it. They got rid of any sign it had ever been used. Maybe if we look at the bullet from Shintani's body. Not gonna happen. Nothing spectacular about a single bullet. Wir können also nicht beweisen, dass der Mörder die Waffe gestohlen hat. By the way, did you tell anyone you got attacked? No. I mean, nothing even got stolen. Reporting it just would have put me in more trouble. Don't want to draw attention to your side job, huh? Sucks being a dirty cop. A real detective could have reported it. Ah. Can't argue there. The culprit must have been counting on that, though. They went after you specifically because they knew you wouldn't make a big deal out of it. So it was all planned. Planned or not, the bullet that killed Shintani ended up with your gun's rifling marks on it. There's no denying that. Yep. I only found out when they hauled me in, though. No surprise they suspect me. There's no reason not to at this point. But none of my coworkers said a damn word. Hey, you know how Kuroi has been dragging me all over town with him? He probably just wanted to make sure I didn't skip town. Only just realized that now. What did you say as your alibi? You were knocked out in the park? Not a very believable. On. No, but it... Listen up, Hoshino-kun. Ayabe was set up by whoever killed Shintani. That's what we've got to work to prove. You really trust Ayabe-san? What if he's lying to us? He might be a dark stain on the force, but he's a decent guy. Smart, too. He wouldn't kill, especially not with his own gun. Someone else did this. You think it's the mole? That's the most obvious suspect. Let's start by talking to someone close to the case. I've got a guy in mind. Which would be... Oh, Captain Hamura. Mm-hmm. But nobody knows where he is, right? That's true. I wonder what Matsugane-san's thoughts are, though. If anyone's gonna know where to find Hamura, it's him. Good. Well, I'll head back to the office then. I should tell Genda-sensei what we learned. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich werde es noch abspeichern. Ich habe also noch einen Termin. Wird ein bisschen kürzer heute. Aber naja. Gehen wir mal vor das Bildschirm. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Sonntag ich habe bei Instagram eine Abstimmung gemacht und zwar zwischen Detroit und Alan Wake. Könnt gerne abstimmen. Wenn keine Abstimmung rausgekommen ist, dann werde ich mich dann zwischen den beiden entscheiden müssen selber. Und seid einfach überrascht, was ich dann wählen werde. Das Video werde ich dann auch wieder bei YouTube hochladen. Und den Nebenfall von Sinking City auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann Sonntag um 15 Uhr mit Alan Wake oder Detroit. Eins von beiden. Ciao, ciao.